Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der ein oder andere von euch wird vielleicht hier und da mal von mir erfahren haben, dass ich so ein bisschen was noch in der Hinterhand habe, zwecks neuen Projekten hier auf YouTube rund um das Game Shakes and Fidget. Es ist natürlich immer nicht ganz so einfach, sich neue Sachen auszudenken, sich aus den Ärmeln zu schütteln. Viele Sachen gab es auch schon in der Vergangenheit, haben mehr oder weniger gut geklappt. Es wurden einem immer so ein paar Steine in den Weg gelegt, sag ich mal, die man nicht ganz immer so geschafft hat, aus dem Weg zu räumen. Und deswegen hatte ich mir überlegt, okay, wie kann man ein neues Projekt in Zukunft so gestalten, dass dies nicht mehr vorkommt? Und da habe ich mir was Feines ausgedacht. Und zwar werde ich am Mittwoch dazu alle Fragen im Video beantworten, werde das Projekt vorstellen und dann wird es diesen Freitag dann auch starten. Also heute ist quasi die Ankündigung für das Projekt. Am Mittwoch werde ich dazu alles Mögliche im Video euch verraten und am Freitag startet das Ganze mit genauer Zeit, was passieren wird und was ihr zu tun habt, was ihr gewinnen könnt. Das wird dann halt alles am Mittwoch im Video soweit erzählt werden von mir. Also die Woche dreht sich jetzt alles rund um das neue Projekt, was ich geplant habe. Das werde ich jetzt noch nicht verraten. Da möchte ich euch noch so ein bisschen aufhypen, sag ich mal, dafür, dass ihr da auch richtig Bock drauf habt. Ich habe da definitiv Bock drauf. Ich habe das Ganze schon ziemlich lange in der Planung gehabt, aber bisher habe ich es noch nicht umgesetzt, weil ich immer noch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet habe. Das Ganze ist schon durchgeplant von vorne bis hinten. Die Grafiken und alles, das steht auch schon alles fest. Das ist alles schon lange schon erledigt. Nur habe ich jetzt auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, wo mal nicht so viel los ist. Grund für solche Projekte ist folgendermaßen: erstens natürlich, ich habe da übelst Bock drauf. So, aber zweitens ist auch einfach, möchte ich diese Flaute-Phase immer so ein bisschen zwischen den Updates damit füllen. Das heißt, falls mal irgendwie Legendary Dungeon sein sollte oder Elevator oder irgendwelche Updates, die das Game jetzt gerade bekommt, neue Klassen, Beta-Server, Serverfusion, Serverstarts. Es gibt ja jetzt mittlerweile sehr viel, was es an Events gibt. Das gab es früher nicht. Da gab es früher, vielleicht mal alle paar Monate irgendwann mal einen Server. Dann gab es mal irgendwie alle paar Jahre gefühlt ein Update. Und dann dazwischen war dann halt immer Flaute-Phase. So, und diese Flaute-Phase habe ich immer versucht zu füllen, halt eben immer mit Videos. So, manche haben immer nur Videos zu Updates gebracht. Manche, haben dann halt eben nichts dazwischen in dem Zeitraum gebracht. So war ich teilweise früher auch gewesen, ganz zum Anfang. Dann hatte ich mir aber gedacht, okay, irgendwas musst du immer dazwischen noch zeigen können, damit du die Leute dann noch so ein bisschen, mehr oder weniger, nicht bei Stange hältst, aber dass du denen noch ein bisschen was zeigst, dass du nicht nur von dir hören lässt, wenn gerade Update-Zeit ist oder so. Ne? Und so kam eigentlich mehr oder weniger nachher auch dieses Daily-System bei mir dann zustande. Und diese Events, die ich jetzt geplant habe, das sind halt wirklich genau, oder beziehungsweise das Event oder die Events, die ich früher geplant habe, die waren halt genau dafür da, um halt eben diese Flaute-Zeit zu füllen mit Content, mit coolen Content. So. Und das ist jetzt eben so ein bisschen mein Plan dahinter. Momentan, die Woche scheint es mir so, falls jetzt nicht irgendwelche hammerartigen News jetzt noch Dienstag oder Mittwoch rausgehauen werden, scheint mir diese Woche einigermaßen nicht viel los zu sein, sodass sich das quasi für dieses Event wirklich prädestiniert, dass wir jetzt diese Woche angreifen dafür. Und wie gesagt, am Mittwoch werde ich euch dazu alles erzählen, wie das Projekt heißt, worum es da geht und was da zu machen ist. Wer eventuell da Interesse dran hat, ich werde heute auf Instagram noch eine kleine Fragerunde starten. Wer da eventuell zu meiner Person, zu Shakes and Fidget, zu mir, zu dem neuen Projekt eventuell auch Fragen haben sollte, schaut gerne mal bei mir auf Instagram vorbei. Link ist auch unten in der Videobeschreibung und dort werde ich in meiner Story eine kleine Fragerunde starten und werde da ein paar Fragen zu beantworten, beziehungsweise halt eben zu allem, wozu ihr halt eben Fragen habt. Es kommen immer sehr viele Fragen. Wenn ich mal eine Fragerunde mache, kommt fast keine sinnvolle Frage, aber ich hoffe,
vielleicht auf die ein oder andere vernünftige Frage, die ich euch da dann auch eventuell beantworten kann, für die das halt interessiert. Ansonsten, eine Frage kann ich schon mal vorwegnehmen. Es haben auch schon ein paar Leute, wo ich das mal hier und da mal durchsickern lassen habe, dass ich was geplant habe, wurde dann da gleich gefragt, ist das was für Free-to-Play-Spieler? Und zu der Thematik kann ich auf jeden Fall mehr ins Detail gehen am Mittwoch. Ich kann aber erstmal so viel darauf antworten, ja, es kann für Free-to-Play-Spieler sein, muss es aber nicht. Das liegt nicht in meiner Hand, sondern in eurer Hand. So viel kann ich schon mal dazu sagen. Ja? Also das ganze Projekt kann Free-to-Play sein. Man kann richtig Geld abräumen als Free-to-Play-Spieler, aber es muss es nicht. Das liegt in eurer Hand, nicht in meiner. So viel kann ich schon mal dazu sagen. Genauere Infos und was es damit auf sich hat, wie gesagt, erfahrt ihr dann halt eben am Mittwoch. Und ja, ich bin schon ziemlich gespannt drauf, wie ihr das finden werdet. Es wird in erster Linie erstmal um, ich sag mal, Content gehen. Dass das halt anschaulich ist für die Zuschauer. Es wird sehr spannend werden für die Kontrahenten untereinander. Ja, also es werden Leute auf jeden Fall gegeneinander spielen, denn ja, es wird die Community mit einbezogen. Es ist jetzt, ja, weiß ich nicht, kein Projekt, wo jetzt gezielt einzelne Leute wie bei dem SF Game Cup zum Beispiel rausgezogen werden und jeder hat die Chance mitzumachen. Das kann ich auch noch soweit sagen. Und ja, viel mehr gibt es da jetzt erstmal soweit gar nicht großartig so zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe natürlich auch sehr auf euren Support, den ihr dann hoffentlich auch da lasst, denn das Ganze enthält natürlich auch wieder Preisgelder. Das heißt, ja, verschiedene Leute, beziehungsweise ja, wie sage ich das jetzt? Es wird Preisgelder geben. So. Und diese Preisgelder, die werden halt eben finanziert auch durch den Creator Code und deswegen wird es zum Beispiel diesen Monat jetzt kein Giveaway geben, was ihr halt eben so kennt von mir, so dass ihr einen Kommentar schreiben müsst, dann habt ihr die Chance eben ja random ausgelost zu werden und 100 € zu gewinnen. Das wird es jetzt diesen Monat nicht geben. Das gab es ja jetzt bisher jeden Monat, seitdem der Creator Code draußen ist. Vielen lieben Dank auch an der Stelle für den Support, ansonsten könnte ich das auch nicht machen. Das fällt jetzt diesen Monat flach. Dafür wird jetzt quasi dieses Projekt davon umgesetzt und am Ende des Tages haben ja trotzdem die Zuschauer was davon. Und ja, nur müssen sie sich halt diesmal ein bisschen mehr verdienen und diesmal wird es auch nicht nur einen geben, der Preisgeld gewinnt, sondern mehrere Leute. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein bisschen preisintensiver auch werden als 100 €. Aber dafür haben wir ein richtig geiles Projekt, was wir hier auf die Beine stellen können. Und ich hoffe da auch wirklich sehr, dass ihr da auch Bock drauf habt und ja, mir das auch zeigt. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann lasst es mich auch wissen. Ich finde es halt immer sehr erfrischend, mal ein wenig was anderes zu zeigen, außerhalb der Norm. Ach Mensch, da habe ich gegambelt, weil ich brauche keine Kristalle mehr, aber gut, jetzt haben wir Steine bekommen. Ich finde es interessant, mal ein bisschen was zu zeigen außerhalb der Norm und ich bin auch immer offen dafür, für neuen Content, für ein bisschen Abwechslung, für ein bisschen Spannung. Es ist halt immer nicht so einfach, ne? Das muss man dazu sagen, gerade auch so bei so einem Daily Content ist es auch immer ziemlich schwierig, jeden Tag was Neues zu zeigen. Und sich irgendwas zu überlegen, okay, ja, welches Thema bringst du heute im Video? Da sage ich euch ganz ehrlich, ich frage mich, wenn ich so rückwirkend das Ganze mal betrachte, wie ich es bis heute geschafft habe, so viele Shakes and Fidget Videos mit Themen zu füllen. Es ist mir selbst ein Rätsel, da fragen mich die Leute auch immer, wie ich das mache. Ich kann es euch nicht beantworten. Es passiert einfach, ja, keine Ahnung. So, aber wenn ich jetzt so eine festen Projekte habe, wie das jetzt zum Beispiel, ist es mir natürlich ein leichtes, dies zu füllen. Und auf der anderen Seite ist es halt eben auch noch ja, wahrscheinlich für euch als Zuschauer ein bisschen anschaulicher als die normalen klassischen Shakes and Fidget Let's Plays, sag ich mal, die ich hier auf YouTube hochlade. Ja, deswegen, da bin ich sehr gespannt drauf. Mittwoch die Ankündigungen dazu, da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann am Freitag
wird das Ganze schon mal dann stattfinden. Also die Daten, die stehen schon mal soweit. Da gibt es auch nichts mehr, was dran zu rütteln. Und ich glaube, ich muss die Battlemage dreimal besiegen, ich weiß nicht. Ja, genau. Und das ist es auf jeden Fall soweit. Deswegen seid gespannt. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt irgendwelche großartigen News noch jetzt unterhalb der Woche rauskommen, die mir das Ganze noch irgendwie so ein bisschen streitig machen, aber auch das kriegen wir auf jeden Fall hin. Jetzt ist es soweit, jetzt ist es angekündigt und jetzt ziehen wir das Ding auch durch. Deswegen war es das soweit von mir. Und ich hoffe, ihr seid da sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe am Mittwoch auf euren Support, dass ihr da wirklich auch Bock drauf habt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ja? Dass es jetzt endlich soweit ist. Mich hat es ein bisschen in den Fingern gekribbelt, aber ich habe halt eben auf den richtigen Moment noch gewartet. So, der ist jetzt gekommen. Und ja, deswegen seid da gespannt. Auf Mittwoch dann. Und ja, falls ihr Fragen haben solltet, dann auf jeden Fall in die Kommentare oder unter dem Post hier auf Instagram vorbeischauen. Dort wird alles dazu oder andere Fragen, die ihr haben solltet, beantwortet in der Story. Und ja, jetzt bleibt mir nichts weiter zu sagen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns die Tage. Haut rein und bis zum nächsten Mal.